Deine Geschichte, Dein Weg, dein Job. Willkommen aus dem Studio Ansage im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zu Deine Geschichte, dein Weg, dein Job und dein Podcast übers Ankommen und Arbeiten in Berlin. Ich bin Marilena Khazadoniou und heute haben wir zu Gast Fang Han, eine Chinesin, eine Psychotherapeutin und eine Psychoonkologin, und wir freuen uns total auf ihre Geschichte, die sie uns gleich erzählen wird. Just go for it. Just go for Just it. go for it. just go for it. Deine Geschichte, Dein Weg, dein Job. How did you arrive to Germany? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? War es schwer, einen Job zu finden? cuéntanos cómo es tu vida ahora 4 women 3 languages. Und viele and many Geschichten. life y stories. muchas historias. Just go, Just go for it. Just go Just for go it. for it. Fang, hallo, willkommen im Studio Ansage. Vielen Dank, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich wollte dich als erstes fragen, wie hast du denn zum Studio gefunden, hierher gefunden? War das einfach? Ja, natürlich. Kein BVG-Streik, alles prima geklappt, sehr schön. Alles gut gelaufen. Und ich habe dich ja vorhin auch namentlich ein bisschen vorgestellt. Dein Vorname ist Fang, bedeutet auf Chinesisch der Duft des Grases, hast du gesagt. Ja, also viele chinesische Mädchennamen haben sowas mit Pflanzen zu tun. Ich denke, das ist so, was die Männer sich wünschen, dass Mädchen ja sich schon einen Duft bringen, ansonsten ja nicht zu viel Platz annehmen. Schön aussehen, schön duften, aber nicht, sehr interessant. Aber ich denke, du nimmst auch mehr Platz ein und das ist super, dass wir hier über deine Arbeit und deine Geschichte sprechen können. Du bist, heute bist du Psychotherapeutin und Psychoonkologin in Berlin. Du arbeitest in Berlin. Und wenn du jetzt denkst, wann bist du denn nach Deutschland überhaupt hergekommen? Ja, ich bin im Jahr 2000, vor 24 Jahren, nach Deutschland gekommen. Vor 24 Jahren im Millennium-Jahr, wo Ja. wir alle noch nicht wussten, was passieren wird am 1. Januar. Aber du bist nicht im Januar gekommen, sondern Ja, im Sommer. Ich Du bist im Sommer gekommen. Mit meiner Gitarre. immer, ne? Ja. Und immerhin Sommer, der Winter ist hier manchmal hart. Ich weiß gar nicht, wie das in China ist. Wettermäßig, ist Berlin besser oder ist es in China besser? Oder kein Unterschied? Ja, ich bin ja in Südchina geboren. Ne? Das ist in der Nähe von Hongkong. Meine Heimatstadt heißt Guangzhou. Und das ist schon sehr tropisches Wetter. Ne? Das ist wie so Sommer 40 Grad. Also es ist immer sehr warm. Da sind so ein Ort, wo so Ananas wachsen kann. Okay. Also ganz anders als hier. Also war das schon eine Umstellung in Berlin Ja. und der kalte Winter. Auf Insofern jeden gut, Fall. dass du im Sommer angekommen bist. Ja. Und wieso bist du nach Berlin gekommen, nach Deutschland überhaupt? Naja, das war ja die Zeit, wo China, glaube ich, kurz nach dieser WTO, dass man dann sozusagen mit involviert sein soll in diese globale Wirtschaft. Dadurch gewinnen normale Menschen auch eine Chance, ein Studium im Ausland zu bewerben. Und alle anderen Länder sind halt viel zu teuer. Deutschland wäre so das einzige Land, wo meine Familie das sozusagen vorstellen kann. Ich bin auch aus einer Familie, meine Mutter ist auch alleinerziehend. Ja, wir sind halt nicht sehr sozusagen finanziell gut ausgestattet, aber ich denke, meine Mutter möchte mir trotzdem so gut wie sie kann, mir diese Chance schenken. Dich zu entfalten, dich weiterzuentwickeln und somit fiel die Entscheidung auf Deutschland Ja. und nach Berlin, auf Berlin. Nee, ich habe in Dresden studiert. Und du kamst hierher wegen des Studiums. Genau. Sehr interessant. Und da hast du Psychologie in Dresden studiert? Genau, also damals war noch, glaube ich, alles noch ein bisschen schwieriger. Also ich habe zuerst 2 Jahre Medizin studiert und wegen diesem medizinischen Hintergrund kann ich mich für Medizin oder Psychologie bewerben. Und das war aber noch so Numerus Clausus.
Ich habe auch erster Wunsch, erst Medizin beworben, aber es gibt halt immer sehr wenig Studienplätze insgesamt für Medizin für ausländische Studenten. Ne? Zum Beispiel Studenten von Afrika, Ägypten bis sonst wo, alle wollen Medizin studieren, ne? Und es gibt auch irgendwie 5 Plätze. Also das heißt, es ist eine lange Warteliste. Und mein zweiter Wunsch war dann Psychologie, weil das auch Numerus Clausus war und hat sich dann in dem Jahrgang nicht so viele beworben und hatte ich den Studienplatz bekommen. Und du sagst Numerus Clausus und das ging dann mit dem Abitur, was du aus China hattest? Na, das ist ein bisschen anderes System. Also ich bewerbe mich mit den Prüfungsergebnissen aus meinem Medizinstudium. Also man muss vorher dieses Medizinstudium wirklich angefangen zu studieren. Sonst kann man nicht bewerben. Man kann nicht aus einer Abiturergebnisse hier Medizin bewerben. Das geht nicht. Also hattest du schon in China angefangen? Ja, genau. Habe ich schon fast so Grundstudium abgeschlossen. Du hattest schon fast das Grundstudium abgeschlossen, kamst dann nach Berlin? Nach Dresden. Nach Dresden, Entschuldigung, ja genau, nicht. Deutschland ist nicht nur Berlin. Ja. Kamst nach Dresden und hast dich mit diesen Noten, die du hattest aus deinem Grundstudium beworben. Und da gab es einen Platz bei Psychotherapie. Genau, aber ich bin gekommen, habe erstmal ein Jahr Deutsch gelernt. Ich konnte noch kein Wort Deutsch. Ich bin dann zur deutschen Schule gegangen. Jeden Tag gab es so Deutschunterricht und dann habe ich diese sprachliche Prüfung bestanden und dann erst bewerben. Okay, ein ganzes Jahr erstmal die Sprache lernen. Ja. Wow. Und hast du da währenddessen auch in den Medizinbüchern oder Psychologiebüchern ein bisschen gelesen, damit du auch das Fachdeutsch dir aneignest? Nein. Du hast dich wirklich nur auf die Sprache konzentriert. Ja. Und war das damals mit dem Visum, war das einfach oder war das auch eine Herausforderung? Ich denke, damals ist sogar etwas einfacher. Ich glaube, irgendwann gab es noch viel strengeren Verfahren, dass man dann irgendwie, dass dann die Noten irgendwie alles noch viel mehr irgendwie zum Notar gehen muss und so. Als ich damals beworben habe, war ja erst neu, weil in Deutschland gab es auch nur so 2, 3 Unis, die überhaupt bereit waren, Studenten aus China aufzunehmen. Also, es war, glaube ich, nicht so schwer, weil das halt alles neu war für beide Seiten. Und Deutsch hast du damals an der Uni schon gelernt oder war das eine andere Sprachschule? War das Teil des Programmes oder war das Nein, separat? niemand kann Deutsch. Ich konnte halt gut Englisch aus meinem normalen chinesischen Gymnasium. Deutsch habe ich wirklich erst hier gelernt. Und nach einem Jahr, wie muss man sich das vorstellen? Was für ein Niveau hattest du dann? Ja, diese Prüfung heißt DSH und dann kann man diese Prüfung gut bestehen. Ja, ich denke, für viele chinesische Studenten ist diese Aussprache sehr schwierig. Aber ich glaube, ich bin ja sonst irgendwie in alles talentfrei, aber so Sprache fällt mir irgendwie leicht. Ne? Ja, nee, man hört es. Also es ist wunderbare Aussprache. Das ist... Ja, wahrscheinlich schäme mich auch nicht so zu üben, die Sprache anzuwenden. Ich schäme mich auch nicht, wenn ich Fehler mache. Bei vielen anderen chinesischen Studenten, die sind halt sehr perfektionistisch. Also sie sprechen es nicht, wenn sie nicht daran glauben, mein Satz ist perfekt. Je mehr die so denken, desto schlimmer wird es. Ich kenne das. Es ist bei mir genauso. Also wenn ich 3 Wörter kenne in dieser Sprache, dann werde ich sie aussprechen. Ja, Und das hilft. Und das ist schön. Okay, und dann hast du jetzt ein Jahr die Sprache gelernt in Dresden und dann hast du dort angefangen zu studieren. Ja. Und das ging wie lange, das Studium? Das Studium habe ich dann in so Standardstudiumzeit, 5 Jahre. Ja. 5 Jahre. Das war dann damals halt Diplom, ne? Gab es ja kein Bachelor, noch kein Master? Bachelor. Ja. Und dann warst du Diplom-Psychologin. Ja. Und hast du dann noch eine Weiterbildung gemacht oder eine Spezialisierung in der Onkologie, in der Psychoonkologie? Oder nee? Nein, das ist eine lange Geschichte. Ne? Sozusagen als ein chinesisches Kind, ja, als eine normale chinesische Familie. Ich weiß nicht, wie viel Geld meine Mutter verdient hat im Monat. Vielleicht 400-500 Euro, was im Vergleich ziemlich viel ist für damalige China. Und habe ich natürlich auch hier, will meine Familie nicht zu sehr belasten.
Und dann, also wie gesagt, finanziell muss ich gut aufpassen. Und dann habe ich mich für ein Stipendium beworben nach Grundstudium von Friedrich-Ebert-Stiftung. Okay. Und die haben mich dann unterstützt mit monatliches, also dann konnte ich halt monatlich damit leben. Dann bräuchte ich keine Unterstützung mehr von meiner Mutter. Und somit habe ich mein Studium abgeschlossen. Finanziert. Aber super. danach, wenn man Psychotherapeutin werden möchte, dann kostet diese Studiengebühren, keine Ahnung, 50.000 Euro oder so. Das Geld habe ich ja nicht. Also somit ist das eigentlich abgeschlossen. Da kann ich nicht einfach nach dem Studium sagen, ich will jetzt Psychotherapeutin werden. Dann habe ich mich erst sehr viel so in der Wirtschaft gearbeitet. Ne? Also damals war ja auch die wirtschaftliche Eröffnung und Entwicklung, also diese ganze deutsche Automobilindustrie, Pharmaindustrie, die sind dann nach China gegangen. Dann habe ich gedacht, vielleicht dort gäbe es Möglichkeiten. Ja. Okay, vielen Dank. Okay, jetzt gehen wir mal zurück. Studium fertig, Diplom in der Tasche. Du hattest ein bisschen Unterstützung von der Friedrich-Ebert-Stiftung und jetzt willst du deinen ersten Job suchen. Was waren so deine ersten Schritte? Ja, also Jobsuche war alles damals wieder ganz anders als heute. Als ich mein Studium abgeschlossen habe, gab es noch so eine Art systemische Ausgrenzung sozusagen. Ja. Also alle Jobs, die damals gab in Deutschland, wurde sozusagen ausgeschrieben, wenn ein Ausländer sich dafür bewerben will, dann will diese Stelle irgendwie bei einem Jobcenter oder Arbeitsamt veröffentlicht für 3 Monaten. Wenn kein anderer Deutscher sich bewirbt für diese Stelle, könntest du diese Arbeit haben. Und aus dieser Regelung hat sich so ergeben, dass man eben von vornherein, ne, stell dir vor, du hast halt 50 Bewerbungen und einer ist Ausländerin. Und für alle anderen 49 kannst du gleich einstellen. Für die musst du halt ein halbes Jahr warten. Dann würdest du halt nie eingeladen für irgendwelche Bewerbungsinterviews. Also wahnsinnig schwierig. Also die Konkurrenz war jetzt nicht mal die anderen Menschen und was wir für Diplome hatten, sondern einfach, dass sie das einfacher hatten, weil sie weil die auch sofort keinen anfangen konnten. Bedarf haben. Wozu? Ja. Was ist der Vorteil? Ja. Warum muss ich extra für dich? Außer, dass du wirklich irgendwas kannst. Zum Beispiel, dieser Job muss man Chinesisch sprechen. Ja. Alle 49 können das nicht. Also stelle ich dich ein. Und damals gab es halt wahrscheinlich nicht so viele Jobs, aber ich habe angefangen zu promovieren an der Universität Gießen. Ich habe auch gleich einen Vertrag bekommen, was ich eigentlich auch gut vorstellen kann, weil der Professor war sehr offen und wir haben uns auch gut verstanden. Ich bin da angekommen, der hat mir gleich angeboten, ja, bleiben Sie bei mir. Aber damals hatte mein damaliger Freund, jetziger Ex-Mann, der ist auch sozusagen, hat auch sein Studium abgeschlossen und hat sich hin und her überlegt, ob er in Deutschland arbeiten will oder in China. Und er hat sich dann doch entschieden, in China arbeiten zu gehen. Und dann dachte ich mir, dann komme ich einfach mit, weil ich damals auch nicht so viel, ich habe nicht so viel Selbstbewusstsein. Ne? Das kam mir alles so, als wäre so, alle Türen sind mehr oder weniger zu. Als ich da an der Uni angefangen habe, war diese Kollegin auch überhaupt nicht nett zu mir. Und ich habe wirklich schon In Gießen jetzt? In Gießen. Also ich meine, an der TU Dresden war schon sehr, sehr hart. Ne? So ganzer Studiumgang. Ich war die einzige Ausländerin. Gibt es keine andere, also sag mal, die Jahrgang vorher gab es gar keine. Meine Jahrgang gab es mich und eine Koreanerin. Und sie hat irgendwann aufgegeben, ist zurück nach Korea gegangen. Und man musste halt richtig stark gegen diese systemische Ausgrenzung leben. Hat mich so viel Kraft gekostet. Und dachte ich mir, nee, also ich fühle mich so richtig so erschöpft und übermüdet und dachte, ja, warum nicht nach China? Das ist vielleicht irgendwie einfacher. Auch eine kleine Pause sozusagen und einen Job finden und dann vielleicht in China, aber ist das einfacher. Ja. Nee, Ja. kann ich gut verstehen. Vielen Dank. So, und dann bist du zurück nach China gegangen und dann nimm uns ein bisschen mit. Zeitlich war das dann vielleicht
2000, wann bist du da? 2006 habe ich mein Studium abgeschlossen und dann, genau. Mit der Promotion in der Tasche bis nach Nee, noch nicht. Ich habe angefangen zu promovieren, aber als dann mein Ex-Mann sich entschieden hat, nach China zu gehen, dann habe ich das dann gesagt, okay, ich promoviere nicht mehr, ich gehe jetzt nach Mit? China, genau. Und war es da leicht, eine Arbeit zu finden oder gab es da das Umgekehrte, dass sie sagen, nee, du kennst dich ja nur in Deutschland aus und in China ist das Leben ein bisschen anders? Ja, da war auch am Anfang ganz komisch. Ich bin dann zu unterschiedlichen Jobmesser gegangen und dann habe ich die Leute gesagt, dass ich Psychologie studiert habe. Und dann gucken die mich an, was ist das? Weil in China wurde während Kulturrevolution Psychologie, Soziologie und Philosophie abgeschafft. Also diese Fachrichtungen existieren nicht. Aha. Es wurde halt in den 90er Jahren erst wieder aufgebaut. Das waren die Leute so, keine Ahnung, also wir wissen nicht, womit wir mit ihr anfangen sollen. Aber was gut für mich war, diese ganze, zum Beispiel, ne, diese ganze hier VW und so weiter, die haben ja investiert in China. Aber ein Auto besteht ja aus so vielen unterschiedlichen Teilen. Also VW erstellt ja nicht selbst die Reifen, den Fenster, sondern das sind ja hunderte von Lieferanten, die dann später auch nach China gegangen sind. Und die haben ja alle keine Ahnung. Also dann habe ich dann in so einer Art so Beratungsfirmen angefangen als Headhunter und als so Mitarbeiter, so Recruiting und Training habe ich dann in diesem Bereich angefangen. Was in der HR, was oft auch ein bisschen Psychologiewissen braucht, Ja. aber warst du auch mehr in der Wirtschaft eigentlich tätig? Genau, Ne? das war auch, diese Firma wurde auch von zwei Deutschen, sozusagen Business-Startups, die wollen natürlich in China sich sozusagen mit diesem Schwung was aufbauen und dann haben die mich eingestellt. Ja. Super. Und es hat dann wie viele Jahre? Du bist dann irgendwann, heute bist du ja in Deutschland, also du bist wahrscheinlich über ein paar Ecken, aber du bist irgendwann wieder nach Deutschland zurück. Ja, ich bin eigentlich seitdem ganze Zeit, ne? Also ich begleite Unternehmen, eigentlich so, egal was es für Änderungen gibt, Change Management, Organisationseffizienz, Führungskräfteentwicklung, wenn die Expats nach China geschickt werden, wenn die Chinesen irgendwie diese Standards lernen sollen oder auch, ja, ich war auch in Korea zum Beispiel, irgendwelche Marketing-Managers weltweit haben wir uns alle im Seoul getroffen, da Trainings gemacht. Also solche Projekte habe ich eigentlich sehr, sehr lange gemacht, ja. Und wann kamst du wieder nach Deutschland zurück? Das ging halt alles ein bisschen hin und her. Also ich war, wie gesagt, habe dann in China gearbeitet und dann ist mein Ex-Mann zurück nach Deutschland. Und dann sind wir auch wegen seiner Arbeit, wir sind noch ein bisschen so umgezogen durch die Welt, aber ich bin ja weiter in diesem Wirtschaftsbereich geblieben. Richtig stabil in Berlin, das war dann 2019, wo ich mich entschieden habe, dass ich Psychotherapeutin werden möchte, weil am Ende 2018 konnte man approbieren auf systemische Therapie. Ja, also vielleicht für viele, die sich nicht so gut mit Psychologie, also Psychotherapie irgendwie beschäftigen. Früher konnte man sich in Deutschland auf Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse, also Tiefenpsychologie, approbieren. Und systemische Therapie ist halt ganz, ganz neu. Das kommt aus der Familientherapie, wurde eigentlich entwickelt von Sozialarbeitern. Und das ist eine sozusagen Philosophie, was sehr, sehr gut zu mir passt. Ich arbeite auch als systemischer Coach schon für längere Zeit. Und das war dann für mich so, wow, also jetzt kommt dieser Moment, dass ich wirklich Psychotherapeutin werden möchte. Und dann habe ich im Jahr 2000, glaube ich, Sommer 2019 mich einfach angemeldet. 2020, erste habe ich schon in einer Psychiatrie angefangen zu arbeiten. Und dann 2023 dann bin ich approbiert. Okay, und 2020 hast du schon in einer Psychiatrie angefangen zu arbeiten und dann kam Corona. Das muss ja auch wahnsinnig schwierig sein, weil vor allem in diesem, also der Bedarf muss dann sehr groß gewesen sein, auch an Psychotherapie und weil es war eine schwierige Zeit nicht für ganz viele, ich denke für alle. Es war eine unbekannte Zeit. Ne? Ja, sehr herausfordernde Zeit.
für mich ist es eigentlich eine bessere Zeit. Also wenn ich nicht diese Psychiatrie-Tätigkeit angefangen hätte, dann wäre ich zu Hause, dann stehe ich vor einem Bildschirm. Jeden Tag tauchen so Menschen wie die Pilze auf meinem Bildschirm auf aus 20 Ländern. Da muss ich diese Leute bespaßen. Also man kann das ab und zu mal machen, aber 3 Jahre lang so einen Job zu machen, ich glaube, Du brauchst den menschlichen Kontakt. Ne? das wäre eigentlich ungünstig für mich. Ja, Aber ja. dadurch, dass ich in die Psychiatrie angefangen habe, ich bin wieder unter Menschen. Und ich habe wirklich ich begleite ja auch viele Patienten, ne, die berichten von dieser ganzen Trauma während Corona. Es ist für mich so eine total, weiß nicht, so ein Upgrade. Also für mich war es viel besser. Super. Super, super spannend. Und das machst du auch heute und das hast du auch damals auch in Berlin angefangen. Das ist so, wenn man Psychotherapeutin werden möchte, dann muss man man kriegt einfach ein Formular mit 40 Psychiatrie. Die sind überall verteilt. Man macht überall das Interviews und hofft, dass man eine Stelle bekommt. Und die Stelle, die man in Berlin bekommen könnte, sind sehr oft unbezahlt. Oder man kriegt irgendwie 800 Euro für einen Monat. Das war nicht möglich für mich finanziell. Ich muss ja für meinen Sohn noch irgendwie weiter unterstützen. Dann habe ich halt diese Stelle angenommen in Eberswalda. Okay. Dann fahre ich jeden Tag 1,5 Stunden hin und da arbeite ich dort 8 Stunden, dann 1,5 Stunden zurück Nach Berlin. nach Berlin. Weil dein Sohn, deine Familie damals in Berlin war oder auch Ja, heute. klar. Dann Ja. warst du in Eberswalde. Okay, super. Und heute, wie ist dein Leben heute? Heute arbeitest du nicht mehr in Eberswalde. Heute arbeitest du in Berlin. Genau, also ich arbeite für Alexianer St. Hedwig Krankenhaus, für die Abteilung Innere Medizin. Diese Abteilung beinhaltet aus Hämatologie, Onkologie und Palliativstation. Wir betreuen Patienten seit der ersten Krebsdiagnose bis die entweder bei uns dann von der Welt sich verabschieden oder bis die ins Hospiz vermittelt werden. Ja, ansonsten betreue ich eben noch meine Privatpatienten. Ich arbeite auch als Familientherapeutin, betreue eben auch viele Patienten, ne, mit Migrationshintergrund oder junge Menschen, die hierher gekommen sind, haben ja deren Herausforderungen in Deutschland. Und betreue aber auch ganz normal Patienten, die hier aufgewachsen sind. Und was wären denn so die größten Unterschiede zwischen Menschen, die hier aufgewachsen sind und Menschen, die mit Migrationshintergrund oder mit einer Migrationsgeschichte, die du erkennen kannst, zum Beispiel in den Fragen, die sie stellen oder in den Unsicherheiten, die sie haben? Kannst du da eine Struktur erkennen? Ja, also Kann man. das ist schon ein sehr großer Unterschied. Ne? Die meisten Patienten mit Migrationshintergrund berichten, dass sie sich, sozusagen dieser Selbstwert sich dramatisch gesunken hat, nachdem sie nach Deutschland gekommen sind. Ne? Viele erleben ja auch Rassismus, ne? Die gleiche, wie ich damals auch erlebt habe. Ja, man verliert auch so viele Ressourcen. Zum Beispiel, ich mache ja auch so viel Empowerment-Workshops für Asiatinnen. Zum Beispiel irgendein normal asiatisches Mädchen in egal Korea, Japan, Dings, die fühlen sich halt schön, ja, attraktiv. Und hier fühlen sich halt weniger schön, weniger attraktiv. Und die Männer noch schlimmer. Asiatische Männer fühlen sich normal in Asien, Mittelschicht, gut gebildet, gut angesehen. Und hier halt gar nicht. Also und dazu die ganze familiäre Unterstützung, also alles, was mit so Identität zu tun hat. Das ist ein ganz, ganz harten Kampf, ne? Um hier eigene Selbstwert wieder zu stabilisieren, wieder aufzubauen. Und in viele andere Länder, man bekommt ja ein natürliches Netzwerk. Ne? Man hat ja irgendwie Freunde aus Mittelschule, aus Arbeitskontext. Man befreundet sich sehr schnell. In Deutschland, das ist eine Herausforderung. Das ist wie man plötzlich fliegen lernen muss. Also man muss richtig so lernen, wie baue ich hier ein Netzwerk? Ja. Und dann muss man sich noch vermeiden, zum Beispiel Chinesen nur mit Chinesen zusammen. Ne? Dann macht es ja auch gar keinen Sinn. Was soll das? Ne? Dann lernt man auch nicht das wirkliche Du brauchst ja gar nicht hier. herkommen. Ja, Ne? ja. Also das sind so viele Dinge.
wahrscheinlich für viele junge Menschen, dass es gar nicht so bewusst ist. Und manche sind sogar auch hier erfolgreich. Ne? Die kommen hier an, die haben hier einen Job gefunden, aber die haben sich zum Beispiel auch eine Familie gegründet und denken, okay, jetzt bin ich auch Mittelklasse, soll ich ja glücklich sein. Aber die vergessen auch viele Sachen, zum Beispiel Netzwerk nicht gemacht, irgendwie, weiß nicht, haben nicht gut um eigene Körper gekümmert oder haben gar keine Ahnung, wie so Deutschland funktioniert. Also man muss hier ganz, ganz, ganz viel neu lernen. Also wenn die das nicht realisieren und denken, ja, es gibt so ein Scheinbild, ne, wenn ich wie der und der verdiene so viel Geld, lebe da in Prenzlauer Berg, habe ein Auto, dann soll ich glücklich sein. Und ja, Bin ich es nee, aber nicht und wieso? ja, dann Psychotherapie. Nee, ja, kann ich gut verstehen. Ich weiß noch, meine Angst, ich bin inzwischen heute Deutsche geworden. Ich bin ursprünglich halb Griechin, also mein Vater ist Grieche, meine Mutter ist Schweizerin. Und meine Angst, ich bin 94 nach Deutschland gekommen, war immer, wenn ich jetzt was falsch mache, ich komme ins Gefängnis. Und die Leute, meine deutschen Freunde, die haben das immer, ja, du kommst nicht so schnell ins Gefängnis, hab doch keine Angst. Ja, aber ne, immer diese Angst, man wird dich wegschicken oder du kommst ins Gefängnis oder ne, wenn du einfach nicht richtig das alles machst. Und vor ein paar Jahren habe ich mich beworben, dass ich Deutsche werde, damit ich auch wählen kann hier und mit die Verantwortung trage. Und seitdem muss ich auch sagen, die Angst ist weggegangen. Wow. Aber ich hatte auch 2,5 Jahre Psychotherapie. Das hat vielleicht auch geholfen. Ja, ich kann diese Angst sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich denke, es gibt ja einen Grund, ne, warum ich nach Deutschland gekommen bin, nicht die Deutschen alle nach China gegangen sind. Wenn man hier zur Welt kommt, man hat ja hier ein soziales System. Ja? Ich kenne mich auch erst gut aus, seitdem ich in der Psychiatrie angefangen zu arbeiten. Also wenn man zum Beispiel erkrankt ist, psychisch erkrankt ist oder obdachlos ist, es gibt halt alles mögliche Hilfesystem. Und dieses System gibt es in so vielen Ländern nicht. Also es ist nicht nur in China, das es nicht gibt. In Ägypten gibt es ja auch nicht. Also Ja. in Iran gibt es ja auch vielleicht sehr wenig. Das heißt, wir kommen hierher ohne Halt. Also wenn wir hier scheitern, dann gibt es auch nicht den Weg zurück. Und wir werden nicht aufgefangen. Und wenn wir dann hier auch nicht verstehen, wie das System hier funktioniert, dann gibt es irgendwelche Fettnäpfchen. Ja? Und deswegen diese Überkorrektheit, es ist auch sehr, sehr schlimm, finde ich. Vor allem ja, mit Menschen aus Asien. Na, überall, wenn ich zum Beispiel im Schwimmbad, das ist ja eine chinesische Mutter. Die Mutter gleich, oh ja, Kind, du darfst uns das auf keinen Fall, dies und jenes. Das Kind hat noch gar nichts gemacht. Ja? Sie denkt schon, wir dürfen hier gar nichts kaputt machen, sonst werden wir hier ausgeworfen. Genau. Diese Angst ist schon sehr überwältigend. Ja. Ja, man glaubt es immer nicht, aber das kann ich gut verstehen. Wahnsinnig spannend. Und wenn du heute jetzt ein bisschen denkst, wenn du heute nach Deutschland gekommen wärst oder wenn für Leute, die jetzt heute nach Migranten, die nach Deutschland kommen, auch aus Asien oder aus anderen Ländern, was gibt es da diesen einen Tipp, wo du sagst, es ist immer schwierig, ne? Aber so diese eine magisches Mittel, was du sagst, auf jeden Fall das mit in deine Tasche packen, bevor du nach Deutschland gehst. Ich würde halt diesen Glaubenssatz bei allem packen, ne? Dass wir eigentlich sehr, sehr stark sind, dass wir gut auf unsere eigenen Füße stehen können und einfach nicht aufgeben, weitermachen. Also auch deine Glaubenssätze ein bisschen recherchieren und nicht aufgeben, weitermachen und vielleicht auch die Gewissheit, die haben wir alle. Ich denke, für Frauen ist es ja auch in vielen anderen Ländern auch so ein Thema, nicht nur in Asien. Also Frauen, manchmal träumen die zu viel davon, dann werde ich vielleicht einen Partner finden oder ne, viele glauben das nicht, dass sie einfach auf eigene Füße sehr, sehr gute Arbeit finden können, dass die wirklich alles von alleine schaffen können. Das habe ich auch lange nicht verstanden, aber es wurde mir immer deutlicher, vor allem je mehr Psychotherapie ich angeboten habe. Viele Frauen glauben, ich muss irgendwie
die richtige Partnerschaft finden, dann werde ich glücklich. Aber das ist totaler Blödsinn, also das passt nicht. Also die wichtigste ist, dass du auf deine eigenen Füße stehst, dass du lernst, wie du dich selbst lieben kannst, wie du dich selbst beschützen kannst. Somit ist die Chance sehr hoch, dass du halt nicht in einem Falschen verliebst und verletzt wirst von einer toxischen Beziehung. Und viele wollen halt das andersrum machen. Ich werde erstmal beschützt und dann irgendwie baue ich mich auf. Aber das ist dann eine Einladung zu so einem Fettnäpfchen. Du sprichst mir aus der Seele. Und ich glaube auch, ich habe das auch sehr, sehr lange geglaubt. Und erst wenn man wirklich an sich glaubt und an die Beziehung mit sich selber arbeitet, funktionieren auch andere Beziehungen. Auch nicht immer, aber das ist die Voraussetzung. Super, super Tipp. Arbeitet an euren Glaubenssätzen, arbeitet an der Beziehung mit euch selber und lernt euch selber auch lieb zu haben und an euch zu glauben. Fang, vielen Dank, das war ein super interessantes Gespräch. Gerne. Vielen Dank, dass du hier warst. Wir verlinken nachher auch deine Arbeitsstelle oder deine Webseite, wenn du Coaching-Angebote hast, sehr gerne. Und an unsere Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise an unsere Hörerinnen, wenn ihr Lust habt, eure Geschichte zu erzählen, dann schreibt uns. Wir verlinken auch unsere E-Mail in den Shownotes. Und heute bedanken wir uns jetzt sehr bei Fang. Und genau. Ja, Vielen, vielen Dank. danke, hat Spaß gemacht. 4 Women 3 languages. Und viele and many Geschichten. life Y stories. muchas historias. Just go. Just go for it. Just go Just for go it. for it. Danke an Studio Ansage für den Raum und die Technik. Vor allem Hans und Daniel für die Aufnahmeleitung. Danke Swantje Reuter für Expertise, Mut und Zuspruch. Und natürlich unseren Gästen. Dieser Podcast wurde produziert von Just Go For It und unterstützt mit Mitteln des Projektfonds Kulturförderung Friedrichshain-Kreuzberg.